5 Minuten Dialekt-Challenge. Wir zeigen euch heute in nur 5 Minuten 3 typische Dialektwörter, die wir im Alltag in Österreich gefunden haben, und ihr lernt dabei 3 typische Dialektphänomene. Los geht's! Grüß euch, wir sind Nati und Verena aus Salzburg. Bei uns dreht sich alles um das Deutsch und das Leben in Österreich. Wir begleiten euch von eurem ersten Kontakt mit dem Dialekt bis hin zum Moment, wo Gespräche verstehen kein Problem mehr ist. Nummer 1. Void. Diesen Duftspray haben wir bei unserer Schwester gesehen. Hier seht ihr die Aufschrift Void. Könnt ihr schon erraten, was das heißt? Hinter Void versteckt sich Wald. Hört ihr, dass es in der Dialektversion kein L mehr im Wort gibt? Das ist typisch für viele Dialekte in Österreich. Das L wird oft zu einem Vokal oder wie in diesem Fall zu einem Doppelvokal, auch Diphthong genannt. Das nennen wir auch L-Vokalisierung. Also aus dem L wird ein Vokal. In unserem Beispiel von Wald wird die Kombination AL von Wald zu OI, also Void. Das L kann aber auch zu anderen Vokalen werden. Andere Beispiele mit Al sind kalt, das zu keut wird, oder bald, das zu beut wird. Hier noch Beispielsätze. Boah, heute ist echt kalt. Was? So bald müssen wir morgen los? Ich war heute im Wald spazieren. Also, jetzt kennen wir die L-Vokalisierung. Im nächsten Beispiel lernen wir noch etwas Typisches im Dialekt. Nummer 2. Zomhucken. Dieses Foto haben wir im Gasteinertal gemacht. Hier steht auf dem Plakat vor dem Café Dorfstuben das Wort Zomhucken. Könnt ihr erraten, was Zomhucken bedeutet? Grüß euch! Möchtet ihr einen Dialekt besser verstehen? Dann schaut bei uns auf Patreon vorbei. Da findet ihr zu jedem Video ein PDF-Transkript und eine Audiodatei, das euch beides runterladen könnt. Und gleichzeitig unterstützt ihr damit unsere Arbeit. Das würde uns natürlich voll freuen. Hinter Zom steckt zusammen. Das ist ein weiteres typisches Phänomen, das oft im Dialekt passiert. Wir reduzieren Wörter sehr stark. Zusammen wird zu Zom. Ihr könntet aber auch die Version Zommen hören. Und auch bei Hocken sehen wir, dass die Verbendung reduziert wird. Statt einem en sagen wir nur n. Das seht ihr auch hier am Foto bei trinken, das zu trinken wird, und essen, das zu essen wird. Und zusammenhucken wird also zu zomhucken. Und was heißt zomhucken? Das meint ganz einfach zusammensitzen. Hucken oder hocken bedeutet im Allgemeinen sitzen. Zum Beispiel könnten wir sagen, huck die her zu uns. Wollen wir uns nur ein bisschen zusammenhucken nach der Wanderung? Achtung, wir haben bei der Recherche auch gefunden, dass Hucken in manchen Teilen Österreichs auch kuscheln bedeutet. Das kannten wir persönlich gar nicht. Wenn ihr diese Bedeutung kennt und verwendet, lasst uns gern unten in den Kommentaren wissen, wie und in welcher Region. Und übrigens, zusammenhucken könntet ihr auch in dieser Version sehen, nämlich zusammensitzen oder zusammensitzen. So, und wir schauen jetzt noch zum letzten Wort und typischen Phänomen. Nummer 3. Gespritzt. Gespritzt können wir gut erkennen. Es meint gespritzt. In Bezug auf Getränke, die wir gespritzt bestellen, meint das Adjektiv, dass wir das Getränk mit Soda oder Mineralwasser bestellen. Also hier ist ein Apfelsaft gespritzt, ein Apfelsaft, dem Sodawasser hinzugefügt wurde. Und im Wort gespritzt ist auch schon unser nächstes Dialektphänomen. Wie ihr hier sehen könnt, verkürzen wir im Dialekt typischerweise die Vorsilbe G zu G. Das ist ähnlich zur Reduktion der en-Endung bei den Verben, die wir euch gerade eben erklärt haben. Hier haben wir für euch noch ein paar andere Beispiele gefunden, wo die Vorsilbe G verkürzt wurde. Gescheite Lehre. Es gehört viel mehr geholfen. Zur Vorsilbe G haben wir übrigens auch schon ein extra Video gemacht. Schaut euch das unbedingt an. Die Zeit ist um, das ist aber schnell gegangen. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir sehen uns nächsten Samstag wieder zu einem neuen Video. Bis dahin, wie immer nicht vergessen, gemeinsam auch Deutsch und Dialekt in Österreich. Doppelt so viel Spaß. Wir sagen nicht gegangen. Wir sagen nicht gemacht. Wir sagen nicht gefahren. Und wir sagen nicht, das gefällt mir. Wie klingt die Vorsilbe GE, aber dann in Österreich?